und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr stressfrei von hohen Tönen zu tiefen Tönen wechseln könnt beim Blockflöte-Spielen. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, von hohen Tönen zu tiefen Tönen wechseln und das möglichst schnell und reibungslos. Das ist ein Thema, das sehr viele von euch interessiert hat. Dazu habe ich ganz viele Anfragen bekommen. Und natürlich drehen sich einige Videos um das Thema hohe Töne oder tiefe Töne. Aber jetzt hatte ich eben die Anfrage, ganz speziell mal diesen Wechsel zu besprechen von hoch und plötzlich tiefen Ton auf der Blockflöte. Und deshalb möchte ich euch heute ein paar Tipps geben, wie das besser gelingen kann. Also zunächst einmal sind natürlich so ein paar Basics zu beachten, wie bei allem, was ihr auf der Blockflöte spielen möchtet. Dass ihr insgesamt eine gute Körperhaltung habt, also aufrecht steht oder sitzt und im Rücken möglichst gerade seid natürlich, sodass die Blockflöte in einem angemessenen Winkel hochgehalten werden kann. Und das habe ich auch schon öfters mal in anderen Videos berichtet, nicht zu viel Gewicht auf den Fingern liegt. Je tiefer ihr die Flöte haltet, desto schwerer wird es. Dann ist es noch wichtig, welche innere Mundstellung ihr verwendet, beziehungsweise welchen Vokal ihr denkt zum Artikulieren, wenn ihr einen Ton spielt. Also auch das habe ich mal in einem früheren Video schon ein bisschen genauer erklärt. Im Prinzip ist es ganz einfach. Je höher die Töne, desto enger mache ich das im Mundraum und denke zum Beispiel ein Vokal wie Ü oder ist das überhaupt ein Vokal? Ja, also ich denke dann Ü oder ja, eigentlich denke ich Ü und spreche dann in die Flöte Tü und nicht Ta oder sowas. Weil wenn ich Ta sage, dann hängt das hier, merkt ihr schon, ne? Ta. Und wenn ihr sagt Tü, dann wird es so fokussiert nach vorne. Das ist bei den hohen Tönen wichtig. Und im Gegensatz dazu, bei den tiefen Tönen, könnt ihr eher denken Du oder Do. Ja, ich finde, Du funktioniert bei den ganz tiefen Tönen, wo alle Finger drauf müssen oder fast drauf müssen, am besten. Also eure Mundstellung ist wichtig und dann habt ihr das ja eben schon gehört, als ich das so vorgesagt habe. Je höher die Töne, desto härter artikuliert man auch am besten. Also statt Dü bei so einem ganz hohen Ton spielt ihr besser Tü, weil der dann so einen kleinen Schubs kriegt, ohne dass ihr viel Luft verwenden müsst. Ihr braucht einfach nur möglichst schnell etwas Luft reinzublasen und das klappt sehr gut, wenn ihr Tü artikuliert und nicht Dü. Und dann könnt ihr nämlich auch wunderbar bei den tiefen Tönen ruhig laut blasen, mit viel Luft, weil ihr ja die Artikulation lockerer macht, weicher macht und weil ihr mit der Mundstellung, der inneren Mundstellung lockerer lasst. Natürlich muss das blitzschnell gehen und wie das bei allem ist, was schnell gehen muss, muss man vielleicht erstmal langsam üben. Und deshalb würde ich euch empfehlen, das so zu üben, dass ihr ganz viele kleine Päuschen dazwischen macht. Zwischen dem hohen Ton und dem tiefen Ton. Und natürlich wirklich langsam übt. Was manchmal auch der Grund sein kann, dass es nicht klappt, wenn ich gerade einen hohen Ton gespielt habe und ich will einen tiefen Ton und dann kommt der tiefe Ton nicht raus. Das kann daran liegen, dass ihr doch aufgrund der Schwierigkeit so eines hohen Tons, meinetwegen hohes F, so nehmen wir mal an, ihr habt ein hohes F gehabt und dann habt ihr vielleicht zu sehr die Finger gequetscht und drauf gedrückt. Und dadurch hat sich die Fingerstellung etwas verschoben. Und das bleibt dann so, wenn ihr den tiefen Ton spielen wollt und da ist irgendwo was gequetscht und entweicht Luft und dann kommt der tiefe Ton nicht raus.
Und besonders rate ich euch dann auf die linke Hand zu achten. Denn die ist oft schuld, wenn man denkt, wieso kommt der tiefe Ton jetzt da nicht raus? Ich habe doch da unten alle Finger drauf. Dann ist gar nicht die rechte Hand schuld, sondern die linke. Also aufpassen mit verkrampften Fingern bei den hohen Tönen und umso lockerer bei den tiefen dann direkt lassen. Dann ist natürlich noch wichtig eure Daumentechnik, eure Daumenhaltung. Wie ich das schon mal in dem Video über Daumentechnik erklärt habe, benutze ich diese Knicktechnik, dass man also den Daumen nicht wegrollt für den hohen Ton, wenn man das Daumenloch halb öffnen will, sondern knickt. Ja? Also das ist wirklich diese Bewegung und das hilft auch, weil es ganz deutlich ist vom jetzt habe ich einen hohen Ton, jetzt habe ich den tiefen. Hoher, tiefer. Und wenn ich nur so wegschiebe, das kann man auch, das ist eine Technik, die auch viele Leute verwenden, aber ich würde euch das nicht raten. Also wenn ihr das nur wegschiebt oder rollt, ist der Übergang nicht so ganz klar. Und dann kann es sein, dass ihr vorne irgendwie die Finger richtig drauf habt, schon für den tiefen Ton, aber hinten kommt das nicht hinterher sozusagen. Und diese Knickbewegung, wenn man die erstmal eine Weile geübt hat und richtig geübt hat, auch das habe ich in dem Video erklärt, schaut euch das gerne mal an, dann geht das auch schneller. Das geht einfach schneller als das Wegschieben und vor allem viel genauer. Und dann ist die Treffsicherheit für den nächsten Ton natürlich erhöht. Ja, und zum Üben ist wichtig, habt Geduld, übt langsam und macht zum Üben mal immer eine kleine Pause zwischen dem hohen Ton und dem tiefen Ton, wo ihr euch vielleicht zu Anfang sogar überlegt, was musste ich noch alles beachten beim hohen Ton, also Mundstellung, Tü, Luftgeschwindigkeit, Daumen und dann erst anblasen und dann denkt noch mal kurz nach, was brauche ich für den tiefen Ton? Weite Mundstellung, weiche Artikulation, ruhig viel Luft und natürlich die Finger locker. Also die Finger sollten natürlich immer locker sein, aber klar zugegeben, bei so einem geknickten Daumen und so einem überblasenen Ton kann das ein bisschen schwieriger werden. Aber sobald der Tiefe kommt, lasst los. Ich fand diesen Vorschlag ganz toll, diese Frage. Also solche Inspirationen für meine weiteren Videos sind herzlich willkommen. Jetzt sage ich erstmal bis nächsten Freitag. Tschüss.